Ja, wir stecken mitten im Wahlkampf und insofern auch eigentlich die beste Zeit für unsere Kolumnisten, diesen Tag einmal einzuordnen. Meine Welt, meine Meinung am Morgen. Und dazu begrüßen wir unseren Kolumnisten Hans-Ulrich Jörges. Uli, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Uli. Ja, was ist denn das Wichtigste für dich heute an diesem Montagmorgen? Das Wichtigste, die wichtigste Erinnerung ist die Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor genau 80 Jahren. Am 27. Januar 1945 wurde das KZ von der Roten Armee befreit. In dieser Woche ist diese Erinnerung von besonderer Bedeutung. Denn am Anfang dieser Woche muss Friedrich Merz endgültig klären, ob Grüne und SPD seinen Vorschlägen zur Änderung der Migrationspolitik zustimmen, insbesondere für Zurückweisungen an den Grenzen. Tun sie das nicht, was zu erwarten ist, dann muss er entscheiden, ob er die Gesetzesvorschläge der CDU dennoch im Bundestag einbringt. Und tut er das, er weiß ja dann, die Grünen und die SPD sind draußen, dann zielt er auf die AfD. Wie immer dann am Ende eine Mehrheit zustande kommt oder auch nicht. Es kann ja sein, CDU und AfD alleine haben keine Mehrheit. Da müsste die FDP dabei sein, möglicherweise auch Sarah Wagenknecht. Aber jedenfalls alleine das Einbringen der Anträge nach der Absage der beiden anderen Mitteparteien würde bedeuten, dass die CDU auf die AfD zugeht. Und das wäre das Ende der Brandmauer. Das hat eine große, bleibende historische Bedeutung. Dessen muss er sich klar sein, denn die Brandmauer gegen die AfD wurde in Auschwitz gebaut. Uli, wenn wir auf deine Nachricht des Tages kommen, dann ist es ja auch interessant, dass du den Kanzler in den Mittelpunkt stellst, aber nicht zur Frage Brandmauer oder der aktuellen Migrationsdebatte, sondern wegen einer Reise? Ja, es wird ja mal langsam Zeit, dass der Kanzler sich mal äußert, wann er zum neuen amerikanischen Präsidenten reist oder wann er ihn sehen will oder überhaupt, wer aus dieser Restregierung mal den Hintern hebt, um nach Washington zu fliegen. Könnte ja auch die Außenministerin sein oder der Vizekanzler, um dort mal Kontakt aufzunehmen. Sie haben nämlich keine Kontakte. Und das geht so nicht weiter. Die regieren ja noch ein paar Monate, bis dann gewählt ist und eine neue Regierung gebildet ist und so weiter. Kann noch viel passieren. Vor allem kann passieren, dass Trump Zölle gegen die deutsche Wirtschaft verhängt. Und das muss unbedingt verhindert werden. Jedenfalls muss man es versuchen. Und wir sind ja wie kein anderes Land in Europa von den USA abhängig. Unsere Sicherheit total. Ich will nur an zwei Umstände erinnern, die uns ganz eng mit den USA verknüpfen. Auf dem Flieger Horst Büchel in der Pfalz liegen 20 amerikanische Atombomben, die im Kriegsfall von deutschen Flugzeugen Richtung Russland transportiert werden sollen. Das nennt man nukleare Teilhabe. 20 Stück. Wurde immer mal wieder diskutiert, die abzuziehen, aber sie liegen noch dort. Da muss man sich verständigen, will man die noch dort? Zweiter Punkt, aus meiner Sicht eher skurril, in Stuttgart sitzt das Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte für Afrika. Man glaubt es ja nicht. Also alles, was jenseits des Mittelmeers passiert von den Amerikanern, wird von Stuttgart aus gesteuert. Auch das ist eine ganz enge Verzahnung. Es geht jedenfalls nicht so weiter, wie der Kanzler das macht. Er sagte, ich werde fliegen, wenn es sich ergibt. Ja, da versucht er wieder den Coolen zu geben. Es ist aber keine Frage der Coolness. Es ist eine Frage der Eile, der dringenden Handlungsnotwendigkeiten. Und wenn es dabei bleibt, er guckt mal, ob es sich ergibt, ob der Trump sagt, kommt doch mal zu Besuch. Das bezweifle ich eher. Er muss schon sagen, dass er kommen will. Wenn das so weiterläuft, sieht er ihn vor der Bundestagswahl nicht mehr. Das ist vielleicht für Olaf Scholz erträglich, für Deutschland nicht. Auch wenn du jetzt schon ein bisschen Puls hast, erkennbar, Uli, lass uns mal auf deinen Aufreger des Morgens schauen, der heute aus dem Nahen Osten kommt. Wieso? Daran wird vieles kenntlich. Also der amerikanische Präsident hat ja vorgeschlagen, die Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten und nach Jordanien auszusiedeln. Also den Gazastreifen sozusagen, den weitgehend zerstörten Gazastreifen, menschenleer zu machen, um ihn dann aufzuräumen. Das hat die Hamas im Gazastreifen sofort abgelehnt und Widerstand angekündigt. Das wundert einen schon. Das heißt, die Hamas ist wieder da. Die Hamas hat die Machtpositionen im Gazastreifen wieder besetzt. Sie hat ihre Reihen aufgefüllt. Sie hat sich wieder bewaffnet. Wir haben ja bei der letzten Freilassung von 4 israelischen Geiseln, Soldatinnen, gesehen, wie das zelebriert wurde in Gaza-Stadt. Da standen die schwarz verhüllt, bewaffnet mit grünen Streifen um den Kopf und spielten Regierung. Und sie sind die Regierung. Das heißt, die israelischen
Bemühungen, die Hamas zu zerstören, sind gescheitert. Die sind nicht zerstört. Die sind nach wie vor da. Auch das Tunnelsystem gibt es nach wie vor. Und sie haben noch, wenn die vereinbarten Geiselfreilassungen abgewickelt sind, haben sie immer noch 2/3 der israelischen Geiseln. Das ist für Israel bitter. Nach diesen Bemühungen. Es sind 45.000 Menschen ungefähr im Gazastreifen ums Leben gekommen und mehr als 120 israelische Soldaten. Wofür? Wenn man es von diesem Ergebnis aus betrachtet, für nichts. Uli, Marie hat es gesagt, du hast ein bisschen Puls nach den ersten 3 Top-Themen, die wir angesprochen haben. Aber wir wollen dich jetzt mal wieder ein bisschen runterholen. Also was gibt dir denn Hoffnung zum Wochenstart? Also es gibt so ein paar Anzeichen dafür, dass sich Deutschland bemüßigt fühlt, sich von Trump und dessen Tempo beschleunigen zu lassen. Also wir haben ja schon Friedrich Merz gesehen, der gesagt hat, am ersten Tag seiner Amtszeit als Bundeskanzler wird er bei der Migrationspolitik was verändern. Da hätte es mal bei belassen sollen. Er hat ja jetzt noch eine Schippe draufgelegt und will es gleich machen. Keine gute Idee. Anyway, man hat gesehen, er konnte es gar nicht abwarten. Und Herr Söder hat von Disruption gesprochen. Das ist für Söders Vokabular sehr ungewöhnlich. Da denke ich sofort an Trump und an die Interpretationen von Trump. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, wie Deutschland so drauf ist. Im Jahre 2013 wurde mit der Sanierung der Museumsinsel in Berlin begonnen. Das sollte 2027 zu Ende sein. Ist aber nicht. Es soll nach jetzigem Stand frühestens 2037 zu Ende sein. Und jetzt gibt es schon neue Kalkulationen, die sagen, womöglich wird es 2043. In dieser Zeit haben die Chinesen 4 Flugplätze gebaut oder 3 Städte. Ja. Und in Berlin geht es eben ganz gemächlich voran. Das ist die Schlagzahl Deutschlands. Und da muss sich was verändern. Dieses Land ist eingeschlafen. Die Regierung hat es von oben noch zusätzlich sediert. Da muss was passieren. Und ich glaube, wenn die deutsche Politik noch ein bisschen beobachtet, was der Trump so alles macht, die Häme am Anfang gegen Trump lässt ja auch so langsam nach. Man begreift, da ist einiges dabei, was uns unter Druck setzt. Beispielsweise die großen Pläne für künstliche Intelligenz. Da kann man nicht mehr lachen. Das muss man ernst nehmen und sich danach richten. Gibt es in Deutschland eine Initiative für künstliche Intelligenz? Mir nicht bekannt. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also Leute, setzt euch in Bewegung. Also zwar nicht mit Trump direkt sprechen, aber immerhin bei der Disruption sich ein bisschen was... Doch, auch mit Trump sprechen. Na, Stand jetzt. Uli, danke, dass vor der Bundestagswahl. Ja. Danke, Uli. Danke auch.